Moin Moin aus dem Wunderland. Wir sind ja gerade dabei, Südamerika zu erweitern. Und vor ungefähr einem Jahr haben wir Rio de Janeiro eröffnet und jetzt geht die Reise weiter nach Patagonien. Und auch für den neuen Abschnitt haben wir zusammen mit der Familie Martinez gearbeitet. Felix und ich hatten das große Glück, rüberfliegen zu dürfen und zusammen mit denen zu arbeiten. Und dass ich heute hier stehen kann in diesem Abschnitt, ist für mich gleich aus zwei Gründen was ganz Besonderes. Denn zum einen ist es der erste Abschnitt, den ich hier im Wunderland komplett von der Konzeption jetzt bis bald zur Fertigstellung begleiten durfte. Und zum anderen sind einfach da auch wahnsinnig echte Freundschaften entstanden. Man hat sich wirklich... Wir haben 7 Wochen dort vor Ort miteinander gelebt, gearbeitet und das war einfach eine Zeit, die ich so schnell nicht vergessen werde. Und vor einigen Wochen ist Patagonien dann endlich mit dem Schiff hier angekommen und da wird es in den nächsten Wochen auch ganz viel Material zu geben, wie wir das hier zusammengebaut haben, wie wir jetzt immer weiter ins Detail gehen, ausschmücken. Und da könnt ihr euch auf richtig was freuen. Aber auch heute haben wir was ganz Besonderes für euch und zwar ganz viel Aufnahmen von vor Ort, wie wir da gemeinsam gearbeitet haben. Denn in dem heutigen Video geht es um den Bau des Monte Fitzroy. Das ist ein ganz ikonischer Berg, der in den patagonischen Anden steht. Der ist auf der argentinischen Seite. Der ist zum Beispiel, manche kennen vielleicht das Modelabel, was einen ganz ähnlichen Namen hat. Da ist das sogar im Logo enthalten. Und diese Silhouette ist eben was ganz Besonderes. Und dabei könnt ihr mir ein bisschen über die Schulter schauen, wie ich den eben drüben vor Ort gebaut habe. Und besonders wichtig bei so einem ikonischen Berg wie dem Fitzroy ist natürlich, dass man die Silhouette trifft. Also das heißt, die meisten Menschen sehen so einen Berg in der Ferne, das heißt, man sieht vor allem den Umriss. So, von da aus angehend werden die Spanten konstruiert, darüber kommt wieder dieser Metalldraht und dann fängt man an zu gipsen. Dabei geht es erstmal um diese groben Volumenkörper, ja, woraus besteht der Berg eigentlich? Ist das eine Pyramide, ist das ein Quader oder so? Ne? Also da schaut man erstmal und dann geht man immer weiter rein ins Detail. Ja, wir haben den gerade zu 5 da reingehoben, es ist ein bordschweres Teil, aber ich bin gerade richtig aufgeregt, ich finde es sieht richtig geil aus, ich freue mich mega, es ist fett, also das kommt jetzt halt wirklich mal zur Geltung. Vorher hatten wir den halt hier immer hier unten so, der stand halt auf 1 Meter Höhe, jetzt ist er halt irgendwie fast doppelt so hoch und es kommt halt richtig monumental daher, genauso wie ich das gehofft habe und ich freue mich mega. Und dann fangen wir halt Anfang nächster Woche an, das anzumalen. Und bin ich halt schon mega gespannt drauf. Ich kann es echt kaum abwarten. Und so arbeiten wir uns eben immer weiter ins Detail und arbeiten die verschiedenen Strukturen raus, ne, die Texturen des Felsens. Und dann, wenn man da endlich zufrieden ist, dann geht es an den nächsten Schritt, nämlich das Bemalen. Das ist eigentlich immer mein Lieblingsarbeitsschritt, aber in Argentinien gab es da ein paar Besonderheiten. Und zwar haben die Farben nicht so ganz sich verhalten, wie wir das hier kennen. Das waren nämlich Latexfarben. Wir arbeiten hier normalerweise mit Dispersionsfarbe, verdünnen die stark runter und lasieren dann den Gips. Das hat so nicht ganz hingehauen. Wir mussten ein bisschen abweichen von, mussten erstmal eine deckende Schicht auftragen, bevor wir dann im nächsten Arbeitsschritt ein bisschen lasieren konnten, bis hin dann am Schluss, um die richtigen Highlights nochmal raufzusetzen, mit dem Dry Brush, also mit dem Granieren, dann wirklich alles rauszuholen, was da ist.
wir hier im Wunderland bauen natürlich auch immer gerne ein paar versteckte Szenen ein, Gags, Easter Eggs, wie auch immer ihr das nennen wollt. Und auch diesmal hatten wir irgendwie eine verrückte Idee. Und zwar ist die entstanden, als wir einen Tagesausflug gemacht haben nach La Tigre. Das ist ein Naherholungsgebiet in der Nähe von Buenos Aires. Das ist ein Flussdelta, da sind ganz viele kleine Inseln, verwinkelte Kanäle. Und als wir da vor Ort waren, ist mir total im Kopf hängen geblieben, dass da überall so richtig verrostete alte Schiffswracks liegen. Und die haben mich irgendwie so beschäftigt, dass ich auf die Idee gekommen bin, irgendwie sowas würde ich gerne einbauen. Und da bin ich zusammen mit Totti dann auf die Idee gekommen, wir könnten ein abgestürztes Raumschiff dort hinten in den Bergen verstecken. Weil Totti ist genau wie ich, großer Science-Fiction-Fan. Und irgendwie hat sich das total geil ergeben. Und dieses Raumschiff, was hier eben abgestürzt ist in den Bergen, ist angelehnt oder inspiriert von der Nostromo aus dem Film Alien. Und dieses Raumschiff hat Totti mit seinem Team extra angefertigt. Dafür wurden von dem Mastermodell Silikonformen angefertigt und dann die Teile aus Resin gegossen. Aber das schaut ihr euch am besten jetzt nochmal selber an. Damit man solche einzelnen Teile überhaupt vernünftig gießen kann oder nachher aus der Form kriegt, wird auch das ganze Raumschiff in einzelne Segmente zerlegt. We were using some plastic inserts to make the ship castings lighter, so that it doesn't has too much weight and they are easy to work with. Und nachdem ich das Teil dann endlich von Totti bekommen habe, habe ich mich auch noch mal ein bisschen dran gesetzt, ein paar Beschädigungen reingemacht, hier und da was weggefräst. Und bei der Bemalung war mir vor allem wichtig, dass es richtig alt und verfallen aussieht. Eigentlich so wie die Schiffswracks in dem Video, was ihr vorhin gesehen habt. Und auch unsere Elektroniker haben sich hier in Hamburg nochmal an dem Teil vergriffen. Und zwar wurde da eine Beleuchtung eingebaut. Leider können wir euch das heute noch nicht zeigen, denn hier gibt es noch keine Elektronik in der Anlage. Aber wir können nochmal zusammen das Teil jetzt da einbauen. Wolfgang, kannst du noch mal ein bisschen ziehen unten langsam? Ja, stopp, langsam. Ja, stopp mal. Jetzt muss ich den erstmal wieder ein bisschen einfädeln. Jetzt noch mal ein bisschen nachziehen. Vorsichtig. Ja. So, ist er drin, glaube ich. Dass ich ein großer Science-Fiction-Fan bin, habt ihr bestimmt schon gemerkt. Aber ich bin mir sicher, da draußen sind auch noch einige mehr von uns. Und vielleicht habt ihr noch ein paar Ideen, welche Filme, welche Szenen, welche Charaktere wir hier irgendwie im Wunderland noch bräuchten, wo wir uns inspirieren lassen können. Also schreibt es gerne unten in die Kommentare, ich werde mir das alles durchlesen und vielleicht findet ihr beim nächsten Besuch eure Idee hier irgendwo wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst doch bitte ein Like da, ich würde mich freuen. Ich hatte eine Menge Spaß und bis zum nächsten Mal.